Das Ziel der Behandlung ist ja immer der Transfer. Auf das arbeitet man hin. Der Transfer als der große Punkt. Hier erhält man endlich eine befruchtete, entwickelte Zelle zurück. Und die Frage ist dann immer, wenn wir im Rahmen der Behandlung mehrere Zellen erzeugen bzw. mehrere Eizellen gewinnen, diese dann auch alle befruchten, was passiert denn mit denen, die wir nicht transferieren? Werden die verworfen oder kann man die noch verwenden? Und hier muss man sagen, ja, wir können die eingefrieren. Die werden in flüssigem Stickstoff gelagert und es muss nichts verworfen werden. Und es ist vielmehr so, dass man diese ganze Prozedur eventuell nicht mehr wiederholen muss. Von Stimulation, Eizellgewinnung und so weiter. Das entfällt, denn man kann im natürlichen Zyklus, teilweise auch mit Medikamenten unterstützt, diese eingefrorenen Zellen zurückgeben. Entweder wenn wir nennen das Frischtransfer, also ein Transfer direkt in dem Stimulationszyklus, wenn der nicht funktioniert, aber auch wenn Sie sagen, okay, wir haben jetzt das Kind bekommen und wir würden uns ein zweites oder drittes oder viertes Kind wünschen, dann kann man auf die zuvor eingefrorenen Zellen zurückgreifen, im natürlichen Zyklus, wie gesagt, zurückgeben und somit auch seine Familienplanung abschließen. Eventuell reicht dazu tatsächlich eine Stimulation, eine Behandlung, eine Punktion. Ob man Zellen eingefrieren kann oder nicht, hängt natürlich sehr stark von der Entwicklung der Zellen ab. Wir würden keine Embryonen eingefrieren, von denen wir nicht überzeugt sind, dass sie auch nach dem Auftauprozess dann tatsächlich sich weiterentwickeln können. Und natürlich sind leider mit dem Eingefrieren auch Kosten verbunden, die von der Krankenkasse nicht getragen werden. Dennoch halte ich das Eingefrieren für einen ganz wichtigen Aspekt und für eine ganz wichtige Maßnahme, die wirklich dazu beitragen kann, dass wir über diese mehreren Zellen und über mehrere Versuche auch tatsächlich zum Erfolg in ihrer Behandlung kommen können. Die Eizellen haben keinen nachweisbaren Nachteil durch das Eingefrieren und Sie können die auch Jahre eingefroren lassen. Somit müssen Sie nicht wirklich so nach einem Jahr das nächste Kind planen und dann wieder, bis alle Zellen weg sind, sondern Sie können sich durchaus auch Zeit lassen in Ihrer Familienplanung. Und das ist doch ganz schön und beruhigend zu wissen.